Hallo Leute und willkommen zurück auf meinem Kanal. Ich zeige euch heute, wie ich dieses Bild mit Spachtelmasse gemalt habe. Es ist mein Lieblingsmotiv mit Blattgold und Spachtelmasse und ich fange jetzt hier erstmal an, indem ich die Spachtelmasse zusammenmische. Ich habe da immer so einen großen Pott und da nehme ich mir dann die Menge raus, die ich brauche und füge dann so einen Dekosand hinzu, was ich dann zusammen vermische. So kann ich mir die Struktur selber aussuchen, die ich haben möchte. Und in dem Fall möchte ich so eine leicht körnige Struktur haben. Ich messe hier erstmal 1/3 ab von dem Bild, weil ich in dem unteren Drittel meinen Hauptfokus haben möchte. Also da, wo was los ist sozusagen in dem Bild, das ist alles im unteren Drittel, finde ich am harmonischsten. Und ich schaue da auch immer so ein bisschen drauf, dass ich im goldenen Schnitt arbeite. Ich bearbeite das Bild hier übrigens mit meinem Malerspachtel. Der ist ganz praktisch, um etwas größere Flächen für die Spachtelmasse dann aufzutragen. Und am meisten von der Spachtelmasse trage ich immer rund um diese Linie auf, die im unteren Drittel ist. Und den Rest verteile ich so ein bisschen über die Ränder. Ich möchte oben halt auch eine relativ freie Fläche haben und deswegen fokussiere ich mich dann mehr auf dieses untere Drittel, wie ja schon bereits gesagt. Hier kann man auch noch mal sehr schön die Struktur von der Spachtelmasse sehen und die Körnigkeit. Ich habe euch in der Videobeschreibung auch noch mal alles aufgelistet, was ich dafür an Farben benutzt habe. Ich benutze hier auch sehr viele dunkle Farben, da ich momentan kein Schwarz habe und ich mir einfach aus den dunklen Farbtönen, wie zum Beispiel diesem Dunkelgrün und dem Violett, eine Art Schwarz zusammenmische. Das zeige ich euch auch gleich noch. Es ergibt nämlich einen sehr intensiven dunklen Ton, der aber ein bisschen wärmer ist als richtig krasses Lampenschwarz oder so. Und ich brauche natürlich auch wie immer sehr viel Weiß für das Bild, weil es ein helles, beigefarbenes Bild werden soll. Die Küchenrolle darf natürlich auch nicht fehlen. Die brauche ich, um zwischendurch die Farbe abzustreifen, weil ich ja auch sehr viel mit dem Malmesser arbeite. Also hier seht ihr zum Beispiel das, was ich gerade gemeint habe, wenn ich dieses dunkle Grün benutze mit dem Dunkelviolett und dem Umbra, dann ergibt sich ein sehr dunkler Farbton. Den mische ich mir hier mit ein bisschen Gelb noch zusätzlich an, damit er wärmer erscheint. Also dass es eigentlich eher wie so ein richtig schönes Dunkelbraun ist. Und das hat halt nochmal mehr Wärme, als wenn ich jetzt einfach nur Schwarz benutzt hätte. Ich benutze auch gerne mal Schwarz, aber ich hatte halt wie gesagt gerade keins da und deswegen habe ich mir so ausgeholfen.
Übrigens, wenn euch meine Videos gefallen und ihr Spaß daran habt, die Bilder nachzumalen, die ich hier so vorstelle, dann lasst mir doch gerne ein Like und ein Abo da oder überlegt mir auch eine Spende zu schicken. Ich habe den PayPal-Link auch in die Infobox reingepackt. Es wird ja alles teurer und auch als Künstlerin ist es nicht immer so einfach zu überleben. Also ich würde mich auf jeden Fall sehr freuen, falls ihr Lust habt, mich finanziell zu unterstützen, dann ist das auf jeden Fall möglich. Ansonsten hilft es mir natürlich auch total, wenn ihr meine Videos bis zum Ende schaut und wie gesagt ein Like und ein Abo dalasst. Da habe ich auch sehr viel von, weil das meinen Kanal einfach so ein bisschen pusht. Also vielen, vielen Dank für eure Unterstützung schon mal im Vorfeld. Ich benutze zurzeit übrigens auch super gerne als Ausgleich zu den ganzen warmen Noten dieses Pastelllila. Wie gesagt, ist in der Infobox verlinkt. Das ist nämlich einfach nochmal so ein kleines Gegenstück, womit man die warmen Farben so ein bisschen gräulicher machen kann. Und ich finde einfach diesen Trick total super, wenn einem was ein bisschen zu warm und zu, ja, honigartig erscheint an den Farben, dann kann man das einfach ein bisschen neutralisieren mit so einem Lila. Funktioniert natürlich auch mit einem Ultramarinblau, was ihr vorher mit einem Weiß oder so gemischt habt. Aber ich finde das einfach praktisch, das so direkt aus der Tube zu verwenden. So, und hier bei dem Weiß bin ich natürlich super großzügig. Das ist auch ein nicht besonders krass deckendes Weiß, das muss ich dazu sagen. Das ist eher so ein Mischweiß, was ich hier verwende. Das kaufe ich auch immer in so einer ganz großen Packung, damit ich halt lange was davon habe. Und weil das halt auch recht dünnflüssig ist, lässt sich das super verteilen. Und wie gesagt, ich wollte halt einfach so ein schönes, helles Beige haben. Deswegen muss da viel Weiß rein, um die ganzen dunkleren Farbtöne auszugleichen. Ich habe mir jetzt hier mein Malmesser dazu genommen. Ich finde, damit kann man immer sehr schöne Strukturen kreieren. Man kann die Farbe so ein bisschen von oben nach unten ziehen und auch die Übergänge ein bisschen weicher gestalten. Es ist natürlich wichtig, dass ihr nass in nass arbeitet, also dass es noch nicht getrocknet ist, bevor ihr das verwendet. Deswegen arbeite ich auch immer sehr schnell bei solchen Bildern. Ich habe hier auch noch ein Schwämmchen, was ich ganz gerne verwende, wenn ich doch ein paar Stellen noch ein bisschen weicher haben möchte oder die Übergänge etwas mehr zerfließen lassen will. Da finde ich, eignet sich das immer sehr gut. Das ist jetzt erstmal ein kleiner Zwischenstand. Das Bild muss natürlich trocknen, bevor ich das Blattmetall anlegen kann. Aber vorher bemale ich auch einfach noch mal ein bisschen die Seiten. Das finde ich gehört einfach immer dazu und macht das Bild dann noch mal perfekt.
Das Gemälde muss natürlich erstmal trocknen und dann kann ich anfangen, die Anlegemilch anzulegen. Das passiert jetzt im nächsten Schritt. In dem Fall ist es jetzt einfach am nächsten Tag gewesen. Die Anlegemilch sollte auf jeden Fall nicht zu dickflüssig aufgetragen werden. Ich verteile die hier auch nochmal mit so einem Spachtelmesserchen aus Plastik und tupfe die Überreste mit dem Schwämmchen ab, damit es halt nicht zu dickflüssig ist, weil sonst trocknet es nicht richtig. Und nach ungefähr 25 Minuten kann ich dann auch anfangen, das Blattgold aufzutragen, beziehungsweise das Blattgold-Imitat. Das ist ja kein echtes Blattgold, das wäre unglaublich teuer. Kann man natürlich auch mit echtem Blattgold machen, aber es ist mir doch ein bisschen zu teuer. Ich reibe das dann auch immer so ein bisschen mit dem Pinsel ein, also ich lege es erst vorsichtig mit der Hand an und dann ziehe ich das mit dem Pinsel so rüber. Also ich reiße da auch so ein bisschen was ab dann, damit ich nicht das ganze Blattmetall verschwende und gebe mit meinen Händen quasi vorher schon so ein bisschen die Form vor, die ich damit haben möchte. Ja, ist einfach eine Übungssache. Und wenn ich damit fertig bin, dann sauge ich natürlich auch wieder mit dem Staubsauger einmal über das Bild. So kann ich die kleinen Partikel alle entfernen, die sonst auf dem Boden landen würden oder mir an den Socken kleben bleiben. Ja, das Bild ist fertig. Es ist ein schlichtes, minimalistisches Bild, aber ich finde, es verfehlt einfach seine Wirkung nie und es sieht edel aus und elegant und ich liebe einfach dieses Motiv. Deswegen male ich das einfach immer wieder, weil auch meine Kunden das natürlich gerne mögen. Ich wünsche euch allen noch einen wunderschönen Tag und frohes Malen und bis zum nächsten Mal.